Lanza hier mit einer Short Review zu APC Toys First Edition RC. Das ist eine Neuauflage der First Edition RC aus der Serie Transformers Prime. Jetzt zeige ich es euch mal, das gute Stück. Hier ist es. So, oh, wackelt, ja, steht. Wunderschönes kleines Figürchen. Neuauflage, glaube dieses Jahr erschienen. Und ich guck mal eben, der Fokus ist gar nicht drauf. Naja, gut. Eine wunderschöne Figur. Leider, den Fokus ist hier. Ich habe sie aus der Packung genommen und als ich sie rausgenommen habe, habe ich sie am Arm festgehalten. Ich dussel. Und dann ist sie mir auf die Fliesen gefallen und dann ist auch das Bein abgefallen. Und seitdem hat sie hier leider schon den ersten Kratzer abgekriegt. Da ist ein bisschen Farbe abgegangen. Da sieht man den silbernen Kunststoff, hoffe ich jetzt drunter. Da. Naja, gut, eigene Doofheit. Wiggly. So, da haben wir sie. Sonst echt wunderschön. Also sie glänzt richtig schön. Also dieses Metallic Blau Kunststoff. Ist schon ein schickes Ding. Also so, dazu kommt sie mit natürlich einer Anleitung und jeder Menge Plastik, extra Plastik. Da. Kann man irgendwas alles erkennen hier? Weiß ich nicht. So, das kommt noch alles mit dazu. So kommt sie aus der Verpackung. Sehr gute Verpackung mit Schaumstoff. Also eine Schaumstoffeinlage, wo sie halt geschützt drin liegt. Damit nichts passieren kann. Wunderbar. Echt. Also wirklich für das Geld. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe unter 40 Euro bezahlt. Ja, doch. So, und jetzt gucken wir uns mal eben die Accessoires an. Hier hat sie ihre Seitenklingen. Die sehen richtig cool aus. Die sehen wirklich aus durch dieses Metallic, durch diesen metallischen Look, dieses Silber, als wenn sie echt scharf wären. Also richtig cool. Dann haben wir noch die größeren Klingen. Einmal die größeren Klingen. Sieht richtig geil aus. Mit diesem angemalten Klingen. Richtig cool. Richtig cool. Hier sieht man es jetzt richtig. Richtig geil. Wunderschön. Muss man sagen. Hier sind Adapterstücke für ihre Blaster. Auch cool. Kann man hier reinsetzen. Einmal so. Damit sie jetzt nicht sie seltsamerweise. Sie kann die nicht in der Hand halten so. Sondern wenn man jetzt zum Beispiel, können wir gleich einen Größenvergleich machen, wenn wir schon dabei sind. Nupsen wir das? Ne, das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Nupsen wir das mal hier rein. Hier kommt dann die, ich sag mal, Neuauflage oder die spätere Serienproduktion von Hasbro. Gehen wir mal den Größenvergleich. Ja, ist einiges größer damals gewesen. Also ich muss auch mal sagen, eigentlich schade. Also hätten sie diese Figur in dieser Optik gemacht, also vom Bemalen her, also der Paint-Job, sag ich mal, weil das ist hier ein bisschen customized von mir selber, also ein bisschen hier angemalt, die pinken Stellen, hier, da, das war ja war beim, so, wenn sie so aus der Packung kommt, diese hier nicht bemalt, sondern blanko, das sah echt scheiße aus. Also finde ich ein bisschen traurig, dass Hasbro sich da nicht so viel Mühe gegeben hat, wie bei der ersten Edition, wo hier von vornherein die Sachen bemalt sind. Also allerdings, naja gut, ich habe einen dunklen Farbton genommen. Naja, gut, egal. Würde mir besser gefallen, wenn das ein bisschen dunkler wäre, aber das ist schon akkurat eigentlich. Also wenn man es so sieht, naja, wurscht. Ja, Beweglichkeit bei der Figur ist bei dieser hier ehrlich gesagt besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also gefällt mir. Passt auch von der Größe her ist diese hier besser. Also wenn man sie neben die anderen stellt, Optimus ist ja so ein riesengroßer, ne, so ein Robby und da ist sie ein bisschen zu groß, wenn man sie. Aber naja gut, das ist vielleicht auch noch mein Geschmack. Muss jeder selber wissen. Ja, so, packen wir die mal wieder weg. Ach ja, wir können ja nochmal mit der neuen. Hier, mein Montagsmodell. Earthrise RC. Das, auch eine. So sehen die beiden hübschen nebeneinander aus. Es ist. Wie hübsch die aussehen. Wie cool das aussieht. Naja, gut.
Diese Figur ein bisschen enttäuscht. Aber naja, gut, egal. Egal, das ist nur mein Geschmack. So, jetzt haben wir hier einmal die Blaster. Wie gesagt, hier sind die Adapterstücke. Adapterplatten wollte ich schon sagen. So. Ja, damit auch andere Figuren sie halten können. So, jetzt haben wir hier. Man kann hier sehen, dass hier innen drin, kann man es überhaupt sehen? Nupsi, Fokus, Fokus. Ne, fokussiert nicht. Man kann hier ihren Daumen, dieser Daumen wird hier quasi unter eine Aussparung gedrückt. Ich nehme ihn jetzt mal raus, auf Camera. Off Camera. Immer alles einenglischen. Das ist das Beste, was du machen kannst. So, dann schiebt man das hier, also man schiebt sie so drauf. Und dann hat sie ihren Blaster. Und das sieht einfach, sieht cool aus. Es sieht aus wie in der Serie. Wenn sie dann so ihre Bewegung macht und tak, 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 tak. Black Arachnid zum Beispiel, einen von Latz ballert. Tolle Figur, echt. Also wenn man das, da gibt es nichts zu meckern. Gut, Beweglichkeit ist eingeschränkt durch die Bauart, sag ich mal. Man kann hier nicht wirklich, also in diesem Bereich, wenn man die Schulter halt das Gelenk nach unten bringt, natürlich mehr Beweglichkeit. Hat man sie oben, dann hakt es. Also es geht nicht so wirklich gut. Man kann natürlich hier die Paneele nach hinten ein bisschen machen. Dann kriegt man ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen Bewegung rein. Ja, so. Ja, gut, okay. Also wie gesagt, optisch so als Displaystück, mega geil. Wenn man damit viel hantieren will und coole Posen und so, muss man ein bisschen Arbeit reinbringen. Also ja, auch aufgrund des Fußdesigns und so stehen. So gerade stehen ja, aber in so Action-Posen wird es ein bisschen schwieriger. So, machen wir den Blaster mal wieder drauf. Aber sonst, das kannst du nichts gegen sagen. Also für den Preis. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Accessoires sind dabei. Klingen, dies, das, jenes. Dann wollen wir mal gucken, wie das gute Stück im Fahrzeugmodus aussieht. Transformation. So, da ist sie wieder. Ja, nach anfänglicher, übergroßer Freude über die Optik der Figur kam dann leider schnell die Enttäuschung. Warum, das erzähle ich euch gleich. So, jetzt gehen wir erstmal zu einem Größenvergleich. Eben schnell. Hier haben wir Movie RC. Hoppala, man sieht sie gar nicht. Oh, mal gucken jetzt, ja. Es ist ein KO, auch ganz witzig, für 6 Euro bei eBay damals geschossen. Unter dem Namen, wie hieß das Ding? Alternation Man. Jetzt sieht man sie so. Wie die beiden so zusammen aussehen. Kleines Vehikel. So, dann nehmen wir einmal hier Generations RC. Immer noch die beste RC, finde ich. So. Wie die beiden zusammen aussehen. Und dann noch einmal mit einem Vehicon. Wo man dann natürlich sieht, das passt überhaupt nicht von der Optik her. So, anfänglich gesagt, super geile Optik. Aber dann kommt der Fokus. Das war meine Schuld. Da ist der ganze Lack ab. Ich hatte beim Transformieren versehentlich die Windschutzscheibe irgendwie hier vorgehabt und habe dann hier so geguckt und habe dann gedrückt und habe dann beim Schieben, naja, den Lack abgekratzt. Aber das passiert auch an vielen anderen Stellen, leider Gottes. Es ist wirklich harter Stoff, also wirklich, also wunderschöne Figur. Aber leider nur zum Auspacken, hinstellen, nicht anfassen. Nicht anfassen. Oder nur mit absoluter, übelster Vorsicht. Erinnert mich so ein bisschen an Megatron, das Masterpiece. Coole Figur, bis man sie transformiert. Ja, jetzt zeige ich euch mal, worum es überhaupt geht. Denn man denkt ja, wieso, ja gut, da hat der Dussel ein bisschen was abgekratzt, ja, eigene Schuld. Aber hier ist zum Beispiel auch schon was abgeplatzt. Und mir ist zweimal beim Transformieren das Bein abgefallen. Nee, das Bein. Plupp, ab. Aber worum es eigentlich geht, ist, wenn ich jetzt hier öffne,
Kann man es überhaupt erkennen? Da, 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 überall ist der Lack abgegangen beim Reindrücken. Hier ist auch ein bisschen, ja, mittelprächtig viel Farbe drauf. Das heißt, man muss ein bisschen Kraft aufwenden, um es reinzudrücken. Aber ey, das ist doch echt scheiße. Das ist an etlichen Stellen, nicht nur auf dieser Seite. Auf der Seite natürlich passiert genau das Gleiche. Komm her, du. Oh, das ist wirklich... Hier, da ist auch der ganze Lack ab. Und auch selbst hier, da ist er abgesplittert. Beim Reindrücken. Einfach so, klack, beim Reindrücken. Oh, es ist wirklich ärgerlich. Die Figur an sich ist super cool. Super cool. Aber sie ist mega empfindlich. Super, super empfindlich. Was könnte man da nicht jetzt gut zu den Accessoires nochmal eben was sagen, um ein bisschen über die Enttäuschung hinwegzukommen. Man könnte jetzt hier noch die Klingen an die Seite montieren. Andere Möglichkeiten habe ich jetzt so noch nicht gefunden, wo man hier was anbasteln kann. Ja, wie gesagt, fragil ohne Ende. Man packt sie an, der Lack platzt ab. Hier vorne sieht man auch noch, da. Das war wahrscheinlich vorher schon abgeplatzt. Das ist wirklich, oh ja, hier. Oh, hier. Da, das ist... scheiße ist das. Naja, schade ist das. Das ist echt schade. Ja, das soll es dann schon gewesen sein. Gleich kommen noch ein paar Größenvergleiche auf die Schnelle. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich vielleicht wieder bei einer neuen Review. Tschüssing!